Wir fangen aber an mit ein bisschen Aufwärmen. Das heißt, wir legen los und wir wärmen auf mit den Spazierstöcken mal. Wir haben die ja nun mal hier, dann können wir die auch ein bisschen benutzen. Und zwar werden wir uns in ein altes Turnersystem begeben, was Stäbe benutzt. Ja, wir sind in der Schulsporthalle, irgendwo in diesen Schränken werden hundertprozentig irgendwelche Holzstäbe von so einem Meter Länge liegen. Ja, Gymnastikstäbe. Dafür waren die mal da, benutzt heute keiner mehr, genauso wie diese ganzen Turnkeulen, all diese ganzen alten Sachen, die neben den Bällen liegen. So. Genau. Sind wunderschön für ein Warm-up. In der Regel baut das den ganzen Körper einmal durch und ihr könnt das auch mit langen Schwertern machen, habe ich mir sagen lassen. Das Kreuz kann ab und zu mal im Weg sein, aber prinzipiell ist es alles drin. Ansonsten Stock tut es immer. Relativ, bis 1,50 Meter habe ich es mal probiert, höher habe ich es nicht probiert, aber wir machen es ja heute mit den Spazierstöcken. Und mitgebracht habe ich euch noch die hier. Das sind Eisenstangen. Ja, es ist eine simple Eisenstange, mehr ist es gar nicht. Die kleine hat irgendwie 20 mm, die müsste so bei 2,5 Richtung 3 Kilo gehen. Die habe ich 3 Mal. Das sind die leichten hier. Und das sind die schwereren, nenne ich sie mal. Die haben etwa 3,8, 3,9 Kilo. Das wäre so das Gewicht, was ein Erwachsener, erwachsen ist ab 16, ja, laut den Schulsportturnern benutzen wollen sollte. Wenn die älter als 16 sind, dann machen die das alles mit einem Bajonettgewehr, dann liegt das irgendwie ein paar 4 Quetschkilo oder sowas. Ja. Ich reiße das jetzt mal ein bisschen mit euch an. Das ist etwas, was wir freitags grundsätzlich, weil freitags trainieren wir eben auch Spazierstock, wenn wir Stöcke dabei haben, das machen, aber in der Regel haben wir da nicht nur Stöcke dabei, sondern wir haben eben auch die Eisenstangen dabei, dementsprechend ist das relativ, aber jeden Freitag machen wir das zum Aufwärmen, sind 15, 20 Minuten, irgendwie einen Durchlauf. Wir werden heute ein bisschen variieren, dass wir alle Beine so ein bisschen, also beide Beine in verschiedenen Varianten ein bisschen mitnehmen, dass wir den Oberkörper ein bisschen mitnehmen, die Gelenke in Schultern, Ellbogen, Handgelenke, dass wir da alles irgendwie mitnehmen, was sich irgendwie bewegt. Ja, und die Leute, die jetzt hier so ein bisschen Eisen mit am Mann oder an der Frau haben, der moderne Mensch würde heute sagen, das ist Loaded Stretching, ja, ist auf jeden Fall Gewicht hinter irgendwo, der zieht ein bisschen. Passt also mit dem auf, wenn ihr zu schnelle Bewegungen macht, aber ihr solltet auch keine schnellen Bewegungen machen. Ja. Aber was der heute richtig toll kann, im Gegensatz zu diesen leichten Holzstöcken, ist euren Unterkörper mit motivieren. Ja, das heißt, wenn ihr eine Übung macht, ich nehme mal an, ich zeige euch mal gerade eine, zum Beispiel ganz simpel, wir würden so anfangen und wir würden das machen, dann ist diese Bewegung anders für euren Oberkörper, wenn ihr das macht, oder wenn ihr das macht, oder wenn ihr das macht. Ja, das heißt, wir haben viele verschiedene Beinarbeiten und dieselbe Bewegung im Oberkörper, dieselbe Bewegung, die eure Stange an der Stelle macht, zieht ganz anders in eure Muskulatur in den Beinen und im Rumpf, wenn ihr dazu einen Schritt macht. Ja, man könnte also sagen, ihr variiert die Übung mit der Hand durch Beinarbeit. Man könnte aber auch sagen, ihr benutzt Beinarbeit und ihr gebt euren Beinen eine andere Belastung durch die Stange, je nach Übung. Das ist halt, entweder legt ihr einen Fokus auf die Beine oder legt einen Fokus auf die Arme. Wir machen heute einen Misch. Okay, so, also Grundposition. Ihr fasst den Stab an der Seite. Fangen wir mit ein paar einfachen Sachen an. Füße bleiben stehen. Ihr stellt euch Ferse an Ferse. Ihr könnt ein bisschen raus, nicht zu viel. Wir fangen ganz einfach an. Wir stellen die Stange auf die Seite und klappen die einmal unter den Arm. Genau, und zurück. Und links. Und rechts. Und links. Und rechts. So, dann klappen wir die über den Arm. Andere Schulter. Links. Und rechts. Und links. Und rechts. Ja, das war die komplizierteste Sache, die wir heute mit den Armen machen, von daher alles gut. So, jetzt einmal hoch. Jetzt knacken wir in der Hüfte einmal uns zur Seite, so tief wie es geht. Dass es überall über den ganzen Körper zieht. Ja, die schwereren Stangen helfen. Wir gehen auf die andere Seite.
und wieder zurück. Und wieder zurück. Ja? Atmet dabei immer. Konzentriert euch ein bisschen darauf, dass ihr ausatmet. Wenn ihr ausatmet, atmet ihr auch wieder ein, das reicht. Ja? Was ihr nicht tun solltet, ist... Bitte? Ja, noch nicht fertig, der Tag ist lang. Ja? Wenn ihr ausatmet, kommt es automatisch wieder rein. Okay, so, jetzt ganz simpel. Wir gehen in eine Art Ausfallschritt nach vorne und wir heben die Stange nach vorne. Zurück, nach links. Dasselbe nach links hinten, wir bleiben in der Position, das heißt, Gewicht ist vorne. Das vorne. Ja, die Stange ist vorne, die Position würde der Turner vorn aus nennen. Ja? Nach vorne ausgestreckt, sozusagen. Was ich jetzt auch ein bisschen gesehen habe, ist die Position vorn auf. Das ist diese hier. Ja, auch einmal alle nach links vorne, nach rechts vorne, nach links hinten, nach rechts hinten. So, dann gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und wir legen die hinten auf die Schultern. Und zack. So. Was wir jetzt gemacht haben gerade, war eine Position, die nennt sich Vorlag. Ja, und es gibt auch noch eine Position, die nennt sich Rücklag. Die senkt im Prinzip das Gewicht hinten und streckt den Fuß nach vorne aus, während ihr hier quasi das hintere Bein gestreckt habt, euer Gewicht vorne habt. Ja, wir werden jetzt Folgendes machen, wir werden jetzt den Stab hier in die Seite nehmen und über eure linke Schulter, eure rechte Schulter drüber schieben und dabei gehen wir nach vorne. Die Bewegung des Stockes geht über die Bewegung der Füße. 1. Und bei der Bewegung wieder zurück. Wir bleiben in der rechten Schulter. 1. Linkes Bein nach hinten. 1. Das Ganze mal mit dem rechten Arm, mit der linken Schulter, selbe Füße. Ja, das Gewicht hinten. Das ist einfacher, wenn ihr nach hinten geht, als wenn ihr nach vorne geht. Ja? Genau, geht nicht zu weit nach vorne. Guckt, was die Turnhalle und eure Schuhe müssen sich da irgendwie einig werden, wie weit das gehen darf und wie weit das gehen soll. Ja, ganz gemütlich erstmal. So, ja, ihr seht auch hier schon, das hat schon so Ideen von Paraden oder von blockähnlichen Geschichten. Ja. So, dann strecken wir jetzt zur Seite aus. Ja, schiebt mit der Hand wirklich in diese Richtung und streckt mit der so lang wie es geht. Gehen wieder nach vorne. Und jetzt gehen wir nach hinten. Ja, linke Schulter. Ja, ihr habt immer einmal die offene Seite, das ist diese hier, das ist die schöne. Und ihr habt einmal die geschlossene Seite, das ist diese hier, das ist die, die sich nicht so schön anfühlt. Die will ein bisschen mehr vom Körper. Ja, das heißt, wenn wir jetzt rechts gehen, dann wieder die schöne Seite. So. Nächste Bewegung ist eine Drehung. Dann nehmen wir die Stange, schieben die nach vorne und drehen die, soweit es geht, zur Seite. Machen wir jetzt einmal so und nach links und nach rechts und nach links. Und das kombinieren wir jetzt mit Ausfallschritten nach rechts und nach links. Das heißt, ich gehe in diese Richtung und bewege dabei meinen Stock. Bewege ihn wieder zurück. Und ich bewege ihn in dieselbe Richtung, nämlich nach links, wenn ich in die andere Richtung gehe. Ja, und
nach rechts und nach rechts. Das eine geht besser, das andere nicht. Das ist ein anderer Schritt. Ja? Wir haben eben, ich stelle mich mal hier kurz auf den Kreis hier. Ja, wenn wir hier starten, dann haben wir so ein griechisches X in der Vorlagbeinarbeit. Hier. Und eben auch in der Rücklagbeinarbeit. Und das, was wir gerade gemacht haben, das nennt sich dann Auslag und das geht da lang. Da haben wir hier die Hüfte komplett geöffnet und wir haben den Fuß komplett im 90-Grad-Winkel zu dem, der ausfällt. Ja, im Gegensatz zu dem, der hier schräg nach vorne geht. Da haben wir mehr so eine Warrior One Pose aus dem Yoga. Ja? Und das ist mehr so Warrior Two aus dem Yoga. Macht jemand Yoga, sonst spare ich mir die Vergleiche. Sehr gut, ja, vergesst, was ich gesagt habe. Okay. Ja, wichtig bei der Übung ist, wenn ihr sowas macht und ihr bewegt die Waffe über die Punkte, dann bewegt ihr die auch über die Bewegung. Also wir wollen nicht hier lang gehen und uns hier bewegen, sondern wir wollen über die Bewegung der Beine auch die Bewegung des Stockes haben. Desto leichter die Stöcke sind, desto weniger merkt ihr, dass das doof ist, wenn ihr das mitmacht. Ja? Wenn das jemand mit dem 4-Kilo-Eisen macht und ihr macht diese Seitwärtsbewegung, diese gerade mit einem Gewicht, was sich um euch herum dreht, dann müsst ihr ganz anders euer Gewicht halten, ganz anders euer Gleichgewicht halten. Ja? Trainiert also ganz viele kleine Muskeln in euren Beinen, in euren Füßen, ja? Die ihr sonst nicht trainiert. Okay, ja, aber auch die hat 4 Schritte im Prinzip. Wir sind gerade nach außen gegangen. Ja, und jetzt gehen wir über den anderen Fuß. Jetzt machen wir das, was jeder heutzutage als einen Ausfallschritt kennt. Was ist das hier? Wieder zurück. Hier. Ja. Weil das langweilig ist ohne Stock, machen wir dabei folgende Bewegung. Wir nehmen den Stock, soweit es geht, nach oben. Bringen den, ich mach's mal so, genau. In einem Bogen so weit rum, dass ihr euren schönen geraden Rücken in einen schönen krummen Rücken verwandelt. Und auch hier jetzt. Ja, 2 gegenläufige Bewegungen. Ja. Genau. Versucht dabei auch die Arme schön in einem Bogen zu lassen. Ja? Genau, gar nicht mal so tief. Ja, jeder so tief, wie er kann, wie er muss, wie er möchte. Ja, wir sind ja noch ein bisschen am Warmmachen, das heißt, wenn ihr anfangt, das hier zu machen, ist das total okay. Wenn das ein bisschen öfter gemacht hat, dann könnt ihr auch irgendwo hier landen. Ja, wer sowieso gut trainierte Beine hat und seinen Spagat irgendwie heute Morgen schon zum Aufwärmen gemacht hat, der kann natürlich auch schön lang ausfallen. So, die gegenläufige Bewegung davon ist unter die Schultern. Hier. Ja, man nimmt hier die Stange und der rollt die schön ein. Das fängt mit den Handgelenken an. Dann gehen die Ellbogen nach vorne, die Schulter geht nach vorne, der Rücken geht nach vorne. Hier. Ja. Ja, zieht die ein bisschen hoch zu euren, hier so, sag ich mal, bis zu den Brustwarzen. Dann könnt ihr halt ein bisschen drüber legen, genau wie ihr hier oben euch in die andere Richtung gelegt hättet. Ja? Gut. So, und auch das machen wir nochmal mit der letzten Beinarbeit. Das heißt, wir machen 2 Ausfälle nach links. Hier und rechts. Und dann mit einem Übersetzschritt in den Ausfallschritt. Und andere Seite. So. Ja, klemmt die nicht in die Hüfte. Versucht ihr wirklich so ein bisschen so aufzurollen, dass ihr wollt nicht nur hier hin, wollen ihn wirklich schön nach oben bringen, dass er im Prinzip irgendwie so viel
zwirbelt, dass ihr wieder in den Achseln ankommen könntet. Ja? Die Bewegung heißt tatsächlich Unterschulter, die heißt nicht in Bauchfalte. Ja? Okay. Ja? Weil die so schön ist, machen wir die nochmal mit dem Vorlagschritt. Ja? Nochmal hier. Ja, erinnert euch, wir haben eben diese Bewegung hier gemacht. Ja? Wir machen jetzt eine Etage höher. Das heißt, wir gehen zur Schulter, schieben die nach oben. Ist schön, ne? Genau. Und andere Seite. So, und die jetzt kombinieren wir nochmal mit einem Rücklagschritt. Das heißt, gehen nach vorne, bleiben auf der rechten Seite, machen quasi 2 Durchläufe. Machen das Ganze auf der linken Seite auch nochmal. Ja? Versucht so ein bisschen diese Position zu halten, wo eure Füße sind. Ja, ihr habt ja so einen leichten Bogen und die Fußspitze geht in die Bewegung, in die Richtung, wo euer Bein hingeht. Ja, ihr werdet also nicht irgendwie euren Fuß hier hinschieben und euer Bein in diese Richtung bewegen, sondern euer Fuß geht in die Position, wo das Bein hingeht. In dieses griechische X rein. Ja, das heißt, wenn ihr nach hinten geht, ist das sehr simpel, weil dann geht ihr eigentlich nur in der Verlängerung eures Beins nach hinten. Ja. Macht das gut, das brauchen wir gleich noch. Das ist alles, was wir gleich noch brauchen. Ja, nichts anderes. So, machen wir noch einen schön. Wir werden jetzt das machen. Ja, und auch hier, desto loser ihr den Arm lasst, desto weniger spaßig ist das. Das heißt, haltet den so fest, wie es geht. Baut hier eure Spannung auf, dann zieht es bis hier hinten in den Schulter-Nackengürtel rein. So, wir gehen nach vorne. Wir gehen direkt nach hinten. Und wir gehen wieder nach vorne. Bis zur Mitte. Andere Seite. Fängt an. Nach hinten. Gehen wieder nach vorne. Ja. Auch das ist eine sehr bekannte Übung. Irgendwie, wenn ihr mal so einen Stab irgendwo, eine halbe Stange in der Hand gehabt habt. Ja? Braucht ihr überall.